Azkaban, das schlimmste Gefängnis, das die Zaubererwelt je gebaut hat. Nicht wegen den Mauern, nicht wegen den Gittern, sondern wegen dem, was die Mauern bewacht. Und dann kehrt Voldemort zurück und plötzlich bewachen die Dementoren nicht mehr das Gefängnis, sie bewachen ihn. Aber warum? Er hat keinen Spruch, der sie bändigt, keinen Zauberstab, der sie kontrolliert. Und trotzdem marschieren sie. Bevor wir das verstehen können, müssen wir wissen, was Dementoren überhaupt sind. Und die meisten unterschätzen das komplett. Dementoren sind keine normalen magischen Kreaturen. Du kannst sie nicht wegzaubern, du kannst sie nicht töten. Kein einziger Spruch im ganzen Arsenal der Zaubererwelt macht sie dauerhaft unschädlich. Sogar Dumbledore sagte es selbst, man kann Dementoren nicht erschaffen oder vernichten, man kann sie nur lenken. Und genau das hat das Zaubereiministerium verstanden. Sie haben die Dementoren nie wirklich kontrolliert. Das war immer nur ein Deal, ein Tauschgeschäft. Das Ministerium lieferte Gefangene, lebendige Quellen aus Angst und Hoffnungslosigkeit, von denen die Dementoren sich ernähren können. Die Dementoren blieben dafür in Azkaban, ein perfides System, solange das Angebot stimmt. Und dann stimmt das Angebot nicht mehr. Im Sommer 1995 kehrt Voldemort zurück und in den Büchern passiert etwas, das das Ministerium komplett überrascht. Die Dementoren verlassen Azkaban, aus eigenen Stücken. Kein Befehl, keine magische Kontrolle, sie entscheiden selbst. Stellt euch das vor wie ein Söldner, der den Arbeitgeber wechselt, weil das neue Gehalt besser ist. Das Ministerium zahlt den Gefangenen. Voldemort zahlt in einer komplett anderen Währung, freiem Jagen. Nicht nur Azkaban zählen, die gesamte Muggelwelt als Buffet. Keine Grenzen, keine Verträge, kein Ministerium. Aber jetzt kommen wir zur wirklich interessanten Frage. Wie kommuniziert Voldemort überhaupt mit ihnen? Dementoren haben keine Augen, keine Sprache, kein erkennbares Bewusstsein. Wie redet man mit sowas? Die kurze Antwort: gar nicht. Voldemort hat seine Seele 7-mal zerrissen. Durch das Erschaffen seiner Horcruxe hat er sich in etwas verwandelt, das kaum noch menschlich ist. Er hat buchstäblich weniger Seele übrig als fast jedes andere Wesen der Zaubererwelt. Und hier ist meine These. Sie steht nicht so direkt im Buch, aber sie erklärt alles. Voldemort kontrolliert Dementoren nicht durch Magie. Er resoniert mit ihnen. Was sind Dementoren? Verkörperte Hoffnungslosigkeiten, Leere, Kälte, das Fehlen von allem, was das Leben lebenswert macht. Und Voldemort, nach 7 Horcruxen, nach jahrzehntelangen Morden, nach dem Verlust seiner eigenen Menschlichkeit, ist exakt das. Eine wandelnde Leere. Er muss nicht mit ihnen reden, er muss keine Zaubersprüche verwenden. Er ist das, was sie fühlen. Und Wesen, die rein auf Instinkt und Dunkelheit funktionieren, die folgen dem, was ihnen am ähnlichsten ist. Wir sehen das überall bei Voldemort. Nagini gehorcht ihm. Er spricht Parsel. Die Todesser gehorchen. Er versteht Angst und Loyalität instinktiv. Er weiß, wie man Wesen mit primitiver, instinktgetriebener Intelligenz lenkt. Und Dementoren sind letztendlich genau das. Aber, und das ist das Wichtigste, die Dementoren sind keine Soldaten. Sie gehorchen keinen Befehlen blind. Das beste Beispiel, der Angriff in Little Winging, in Buch 5. Dudley und Harry alleine in einer dunklen Gasse. Das hat nicht direkt Voldemort angeordnet, sondern Dolores Umbridge. Es war teils auch Eigeninitiative oder ein stiller, unausgesprochener Segen. Die Dementoren handelten, weil es ihrem Interesse entsprach und weil es Voldemorts Interesse entsprach. Nicht wirklich ein Befehl nötig. Das ist der Unterschied zu allen anderen, die Voldemort folgen. Todesser gehorchen aus Angst, Fanatismus aus Überzeugung. Dementoren folgen aus purem Eigennutzen. Das macht sie gleichzeitig zu seinen verlässlichsten und unberechenbarsten Verbündeten. Dumbledore sagte irgendwann, Voldemorts größte Schwäche ist, dass er Liebe nicht versteht. Das stimmt, aber es gibt eine Kehrseite davon, über die niemand redet. Er versteht Dunkelheit auf eine Art, die kein anderer Zauberer der Geschichte kann. Er hat sich in etwas verwandelt, das mit den dunkelsten Wesen der Zaubererwelt auf Augenhöhe kommuniziert. Tom Riddle, der Junge aus dem Waisenhaus, hat die Sprache der Monster gelernt, weil er einer geworden ist. Und das macht ihn nicht mächtiger, das macht ihn tragischer. Er hat alles geopfert, um unsterblich zu werden. Seine Seele, seine Menschlichkeit, seine Fähigkeit zu fühlen. Und am Ende kann er mit Monstern kommunizieren, weil er das Einzige, worüber Dementoren sich ernähren, schon längst selbst verloren hat. Voldemort hat die Dementoren nie wirklich kontrolliert. Er hat ihnen gegeben, was sie wollten. Und sie sind ihm gefolgt, weil es sich lohnte. Nicht, weil er sie befohlen hat, nicht, weil er sie gezwungen hat, sondern weil er das Dunkelste war, was sie je gespürt hatten. Er kontrolliert sie nicht, er ist einer von ihnen. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo da lassen, Daumen hoch, ihr wisst wie es geht. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.